Wir wollen das Thema weiter vertiefen. Bei uns im Studio oder bei mir im Studio jetzt unser Weltkriegsreporter Ibrahim Naber. Ibrahim, schön, dass du da bist. Du warst ja in vielen Krisenregionen unterwegs, natürlich auch im Libanon. Was bedeutet die Waffenruhe denn jetzt für dieses Land? Also erstmal ist diese Waffenruhe ein ganz, ganz wichtiges Signal für die Menschen im Libanon. Mehr als 1 Million, das sind die Schätzungen von internationalen Organisationen, haben durch die Kämpfe im Libanon ihr Zuhause verloren. Vor allem eben die südlichen Gebiete dort an der Grenze zu Israel sind enorm betroffen, teilweise auch so zerstört, dass man erstmal gucken muss, ist mein Haus überhaupt noch dort, kann ich da noch mal rein oder nicht? Wir haben jetzt schon gesehen, dass sich Zehntausende auf den Weg gemacht haben in den Südlibanon, weil sie vertrieben worden sind zuvor. Das heißt, viele können zurückkehren. Das ist das wichtigste Signal. Aber natürlich gilt das jetzt erstmal für 60 Tage. Und wir müssen gucken, ob wirklich auch die Hisbollah das einhält, was ja vereinbart worden ist, dass es sich wirklich hinter den Litani zurückzieht, etwa 30 Kilometer von der Grenze zu Israel entfernt. Das ist ja eine zentrale Bedingung dieses Abkommens jetzt. Das ist ein Fluss im Libanon, ne? Richtig. Der Litani. Wie groß schätzt du denn die Gefahr ein, dass die Hisbollah-Miliz sich jetzt möglicherweise während dieser Waffenruhe in Anführungszeichen regeneriert, ihre Waffenarsenale wieder aufstockt, um dann erneut loszuschlagen? Diese Möglichkeit bestünde ja auch. Die Möglichkeit besteht. Die Hisbollah ist deutlich geschwächt. Die Führungselite ist nicht mehr vorhanden, so wie sie vor diesem Krieg war. Israel hat ja ganz gezielt immer wieder die Top-Führungsleute der Hisbollah ausgeschaltet. Ich habe selbst eben vor Ort in Beirut immer wieder auch eben nach den Einschlägen gesehen, wie das passiert ist. Gleichzeitig gibt es aber immer noch eine ganz breite Basis im Land. Es sind Zehntausende Menschen, die die Hisbollah im Land unterstützen. Es gibt auch eine Jugendorganisation der Hisbollah, da war ich auch mal bei einem Aufmarsch, wo man wirklich sieht, auch mit welcher Begeisterung teilweise dort auch diese Ideologie getragen wird, wo dann Slogans wie Tod für Israel, Tod den USA vor unserer Kamera, vor unseren Augen gebrüllt worden sind. Und die sind noch da und die können auch weiter aktiviert werden. Also das darf man nicht unterschätzen. Waffen hast du angesprochen. Ja, die Waffenarsenale der Hisbollah sind durch diesen Krieg natürlich jetzt auch erstmal geleert worden, also deutlich knapper, als sie zuvor waren. Aber wir müssen davon ausgehen, dass die Hisbollah auch weiterhin natürlich Lieferungen erhält, dass sie jetzt die Zeit nutzt, um sich weiterhin im Libanon als Macht zu etablieren. Und eine ganz zentrale Frage für einen langfristigen Frieden, und um den geht es ja im besten Fall, ist auch, was macht eigentlich die libanesische Armee? Die libanesische Armee hat eigentlich die Aufgabe, im Süden des Landes an der Grenze zu Israel die Kontrolle zu haben. Das hatte sie schon vor diesem Krieg. Aber nicht geschafft. Aber es hat sie nie geschafft. Und auch die UN-Friedenstruppen, die ja auch vor Ort im Südlibanon ja etabliert worden sind. Ja, man muss auch mal ganz klar sagen, diese Mission, die da seit Jahren schon vonstatten geht, die ist gescheitert. Ja? Das, was die Blauhelm-Soldaten dort eigentlich machen sollten, Frieden sichern, die libanesische Armee ausbilden, stärken, das hat bislang nicht geklappt. Und die große Frage ist, klappt das jetzt? Das ist die Aufgabe der Armee im Libanon, die Kontrolle eben zu übernehmen, die zuvor die Hisbollah hatte. Ibrahim, du bleibst für uns an der Sache dran. Vielen Dank für deinen Bericht. Dankeschön.